Der Bitcoin-Markt scheint völlig zerrissen. Auf der einen Seite warnen Analysten vor einer zyklischen Korrektur. Auf der anderen Seite sehen viele von uns kurz vor einem nächsten Sprung in Richtung 1 Million $. Doch was, wenn diese beiden Erzählungen gar keine Gegensätze sind, sondern perfekt zusammenpassen? Was, wenn sie auf zwei Puzzleteile zu einem einzigen klaren Bild zusammensetzen lassen? Wir erleben hier keinen Krieg der Modelle, sondern eine Möglichkeit einer großen Synthese. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wie passt das alles zusammen? Und was bedeutet das für uns? Die eine Hälfte des Marktes rechnet mit einem typischen zyklischen Abschwung. Die andere Hälfte sieht uns in einem unaufhaltsamen langfristigen Aufwärtstrend. Aber was, wenn der kurzfristige Zyklus einfach nur innerhalb eines langfristigen Trends abläuft? In diesem Video legen wir die beiden wichtigsten Modelle von Bitcoin übereinander: den 4-Jahres-Zyklus und das Power-Law-Modell. Ich zeige euch, wie diese Kombination eine faszinierende neue Perspektive eröffnet und wie ich mich persönlich in diesem Umfeld positioniere. Im Zentrum der Debatte stehen zwei wichtige Ansätze. Der erste ist der gute alte, historisch erprobte 4-Jahres-Zyklus, der uns durch die Halvings und Kryptowinter der Vergangenheit geführt hat. Dieses Modell sorgt aktuell für die Sorge vor einer Korrektur, da historisch auf einen großen Bullrun immer ein Bärenmarkt folgte. Demgegenüber steht das Power-Law-Modell, das kurzfristige Zyklen ignoriert und Bitcoin als ein Phänomen des logarithmischen Wachstums betrachtet. Trägt man den Preis auf einer logarithmischen Skala auf, gibt sich ein erstaunlich stabiler Aufwärtskanal. Die geniale Idee ist nun, beide Modelle zu kombinieren. Der 4-Jahres-Zyklus spielt sich innerhalb des breiten Korridors des Power-Law-Modells ab. Die Bärenmärkte finden ihren Boden am unteren Ende des Kanals, während die Bullenmärkte am oberen Ende ihre Spitze ausbilden. Statt Crash oder Million heißt die Frage nun also, wo im langfristigen Kanal befinden wir uns gerade? Und was sagt uns der kurzfristige Zyklus über die nächsten Bewegungen? Um das zu klären, müssen wir uns die Daten hinter dieser kombinierten These genauer anschauen. Fangen wir also mit dem Motor an, der die kurzfristigen Bewegungen antreibt: der 4-Jahres-Zyklus. Er ist eng mit dem Bitcoin-Halving verknüpft, bei dem die Belohnung für die Miner halbiert wird. In der Vergangenheit war das Muster brutal, aber simpel. Das Halving reduziert das neue Angebot, was bei steigender Nachfrage zu einer parabolischen Preisrallye führt. Diese Rallye endet in einem euphorischen Blow-off-Top, gefolgt von einer schmerzhaften Korrektur von oft über 75%, die uns in den Kryptowinter schickt. Wenn wir dieses historische Muster anwenden, dann wird es interessant. Das letzte Halving war im April 2024. Nach der alten Logik könnte der Höhepunkt des Bullenmarktes etwa 12 bis 18 Monate später, also gegen Ende 2025, erreicht worden sein. Die aktuelle Schwäche am Markt interpretieren viele als Vorboten dafür, dass die zyklische Korrektur bevorsteht. On-Chain-Daten von Diensten wie CryptoQuant deuten zeitweise auf eine nachlassende Kaufaktivität bei den sogenannten Whales, also den Großinvestoren, hin, was oft ein Vorbote für eine zyklische Marktschwäche ist. Wenn dieses Kapital auf eine Bremse nun tritt, dann fehlt dem Markt der entscheidende Treibstoff für neue Höchststände. Zudem blicken alle auf kritische Chartmarken. Chartanalysten, die also die Daten von Anbietern wie Glassnode nutzen, sehen die Zone zwischen $60.000 und $72.000 als entscheidend an. Ein nachhaltiger Bruch der $60.000 Marke würde signalisieren, dass der Preis sich innerhalb des Power-Law-Modells nach unten bewegt, um die untere Unterstützung zu testen. Aber wie tief kann nun eine solche Korrektur gehen? Hier kommt das Power-Law-Modell als Leitplanke ins Ziel. Es zeichnet nicht das Zickzack des Zyklus, sondern den übergeordneten Wachstumskorridor. Aus dieser Perspektive sind die dramatischen Bullen- und Bärenmärkte nur Ausschläge innerhalb des mathematisch beschreibbaren Trendkanals. Das Modell definiert ein unteres Unterstützungsband und ein oberes Widerstandsband. Und hier wird die Kombination beider Modelle so stark.
Die Bärenmärkte des Vierjahreszyklus endeten historisch immer in der Nähe des unteren Unterstützungsbandes, des Powler-Modells. Ein Kurs, der sich also in der Höhe des Niveaus von $60.000 stabilisiert oder sogar darunter fällt, wäre also kein Weltuntergang, sondern eine erwartbare zyklische Bewegung zum unteren Ende des langfristigen Wachstumskorridors und potenziell die perfekte Ausgangslage für den nächsten Aufschwung. Dieses kombinierte Modell liefert auch die Basis für schwindelerregende Preisziele. $1 Million pro Bitcoin ist innerhalb der Logik des Powler-Modells eine plausible Konsequenz für die obere Begrenzung des Kanals, die aber eher in die späteren 2020er oder frühen 2030er Jahre im Raum steht. Die Kernbotschaft lautet also: Der Vierjahreszyklus sorgt für die Reisegeschwindigkeit, aber das Powler-Modell gibt die Richtung und auch die Fahrbahn vor. Wir haben also ein Modell, bei dem sich der Zyklus im Kanal bewegt. Aber es gibt einen Faktor, den in keinem früheren Zyklus gab: die Bitcoin-Spot-ETFs. Seit ihrer Zulassung hat eine Welle von institutionellem Kapital den Markt erreicht. Wir reden hier von den größten Vermögensverwaltern der Welt. Diese neue Nachfrage ist fundamental anders, da sie oft auf langfristige strategische Planung beruht. Und genau das könnte der Grund sein, warum der aktuelle Zyklus schon etwas anders verläuft. Wir haben ein Allzeithoch vor dem Halving gesehen. Ein komplettes Novum, das maßgeblich auf die starken ETF-Zuflüsse zurückzuführen ist. Viele Analysten argumentieren deshalb, dass die ETF-Nachfrage die Zyklen verändern könnte. Anstatt die alten Boom- und Bust-Zyklen exakt zu folgen, könnten die stetigen Zuflüsse die Korrekturen abfedern und die Aufwärtsphase verlängern. Die täglichen Nettozuflüsse in die ETFs sind zum einen der wichtigsten Indikatoren geworden. On-Chain-Daten untermauern diesen Wandel natürlich zusätzlich. Die Menge an Bitcoin auf den Börsen bewegt sich nahe des Mehrjahrestiefs, was darauf hindeutet, dass viele neue Käufer ihre Coins langfristig halten. Die ETFs könnten also ein Katalysator sein, der die Ausschläge des Vierjahreszyklus innerhalb des Powler-Kanals dämpft und uns auf einen stetigen Wachstumspfad zwingt. Was bedeutet das nun alles für unsere eigene Strategie? Anstatt zu raten, ob der Zyklus oder der Trend gewinnt, können wir das kombinierte Modell nutzen, um klare Szenarien zu definieren. Wie navigiere ich nun persönlich dadurch? Ich habe mir 2 klare Leitplanken gesetzt, die auf der Interaktion beider Modelle basieren. Szenario 1. Der Zyklus folgt seinem Pfad am unteren Kanalrand. Wenn Bitcoin also nachhaltig und mit hohem Volumen unter die Marke von $60.000 fällt, werte ich das als Bestätigung, dass die korrigierende Kraft des Vierjahreszyklus wirkt. Das Ziel wäre dann die untere Unterstützungslinie des Powler-Modells. In diesem Fall wäre meine Strategie defensiv zu sein und auf die Akkumulationsphase am unteren Kanalrand zu warten, die die historisch besten Einstiegspunkte für den nächsten Aufschwung geboten hat. Szenario 2. Die ETF-Nachfrage dominiert den Zyklus. Wenn Bitcoin aber die aktuelle Schwäche nun überwindet und entschlossen über das bisherige Allzeithoch von $74.000 ausbricht, dann wäre das für mich ein Signal, dass der ETF-Nachfrage die zyklischen Korrektur verkürzt oder sogar aushebelt. Ein solcher Ausbruch würde den Preis wieder in Richtung des oberen Randes des Powler-Kanals schicken. In diesem Szenario würde ich meine bestehende Position halten, da dies der Beginn einer beschleunigenden Aufwärtsbewegung im langfristigen Korridor sein kann. Dieser Ansatz nimmt die Emotionen aus der Entscheidung. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern darum, dass die Bewegung innerhalb des Gesamtmodells vorbereitet zu sein. Wir stehen also nicht an einem Scheideweg, sondern bewegen uns auf einem einzigen Pfad mit klar definierten Leitplanken. Dieser Pfad ist der langfristige Wachstumskanal des Powler-Modells. Der Motor, der uns auf diesem Pfad vorantreibt, ist der Vierjahreszyklus mit seinen Auf- und Abschwüngen. Und der neue Turbo sind die
Welchen Teil des Kanals wird er in den nächsten Monaten ansteuern? Werden die Stärke des ETF-Zuflüsse und das Verhalten des Kurses an diese kritischen Marken von 60 und 74.000 Euro zeigen. Wenn dir diese tiefgehende Analyse gefallen hat und du mehr davon sehen möchtest, dann lass uns gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Das hilft uns allgemein, weiter solchen Content für dich zu erstellen. Aber jetzt seid ihr dran. Wie schätzt ihr die Lage ein? Sehen wir noch eine normale zyklische Korrektur am unteren Rand des Kanals? Oder wird die ETF-Nachfrage den Zyklus brechen und uns direkt nach oben schicken? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.